Obwohl viele behaupten, ich sei kreativ, muss ich sagen, dass mir gar nicht so viel einfällt, wenn ich es wirklich brauche. Also mir fällt schon vieles ein, aber wenn ich mich entscheide, etwas zu machen, ist es so, als ob ich nie eine Idee gehabt hätte. Kann man was daran ändern? Kann ich auch dann kreativ sein, wenn ich es wirklich brauche? Oh, baby, don't cry. Don't cry. 'Cause there's always Eines Nachts um 4 Uhr hatte ich eine Idee. Da ich wusste, dass es nichts mehr wird mit Einschlafen, beschloss ich, dieser Idee nachzugehen. Ich ging also in mein Büro und setzte mich an den PC. Und so entstand die Idee für dieses Video. Was ein wenig absurd und lustig klingt, kann ja aber trotzdem nicht dauerhaft eine Lösung sein. Ich denke, dass jeder von uns schon mal vom weißen Blatt Papier saß und einfach nicht wusste, wie er anfangen soll. Normalerweise würde man dann sagen, okay, dann probiere ich zum späteren Zeitpunkt nochmal. Aber manchmal, da braucht man die Kreativität auf Abruf. Sei es für den Beruf oder die Schule oder fürs Studium. Oder man möchte einfach nur irgendwelche YouTube-Videos hochladen. Aber was auch immer deine Gründe sein mögen, lass uns doch einfach mal herausfinden, was kann man tun, um diese Blockaden zu vermeiden. Natürlich gibt es Möglichkeiten, um deine Kreativität langfristig zu verbessern. Aber falls du mal in die Situation kommst und sofort Hilfe benötigst, dann gibt es auch einige Dinge, die du unternehmen kannst. Der einfachste, aber auch gleichzeitig effektivste Weg ist es, einfach mal aufzustehen und etwas anderes zu tun. Und am besten wäre es, wenn du nach draußen gehst und einen Spaziergang machst. 15 bis 30 Minuten sollten ausreichen. Aber auch duschen gehen, den Abwasch machen oder eine andere kreative Aufgabe. Hauptsache, du bist erstmal abgelenkt. Es geht darum, erstmal Abstand von deiner Aufgabe zu bekommen. Dann kannst du nachher mit frischem Blick nochmal auf dein Projekt schauen. that I'm on the move, baby. Hey, I'm moving on. Ich glaube, es kommt auch darauf an, warum du gerade kreativ sein möchtest. Hast du eine konkrete Idee, der du nachgehen möchtest? Oder hast du einfach nur gerade Lust, dein Hobby nachzugehen? Einige Antworten fand ich in dem Buch alles nur geklaut. Und da mich einige auch sehr überrascht haben, habe ich beschlossen, diese mit euch zu teilen. Die allerbesten Ideen sind einfach nur Kombinationen aus bereits existierenden Dingen, einfach nur neu zusammengesetzt. Zum Beispiel dein Smartphone ist einfach nur eine Kombination aus Telefon, Internet und Touchscreen. Und trotzdem war es so innovativ, dass fast jeder davon mindestens eins besitzt. Zu sagen, mach dir keinen Druck, wäre viel zu einfach gesagt. Denn klar machen wir uns manchmal Druck, denn schließlich wollen wir die Sache gut machen. Vielleicht möchte man stolz sein oder einfach nur seine Qualität verbessern. Oder man möchte sich oder anderen etwas beweisen. Und manchmal treibt mich das Streben nach Perfektion auch ein bisschen an, besser zu werden. Aber wir wissen auch, dass die Perfektion uns ausbremsen kann und zu Blockaden führt. Deswegen wäre mein Ratschlag, fang einfach an. Mal den ersten Strich, schreib das erste Wort oder spiel die erste Note. Das muss auch gar nicht perfekt sein. Hauptsache, du hast deine Blockade erstmal durchbrochen. Ich finde die Idee deswegen so toll, weil manchmal, während ich arbeite, fällt mir eine viel bessere Idee ein. Und darauf kann man dann aufbauen. Du kannst es später noch so korrigieren, dass du es perfekter empfindest. Oder eine neue Version erstellen. Die besten und coolsten Ideen, die du hattest, sind das Produkt vieler Ideen, die du vorher hattest. Also fang vielleicht mit weniger an und versuche dann, es auszubauen. Auch wenn es sich am Anfang nicht genial anfühlt. Es kann ja immer noch genial werden. Und sobald man die erste Hürde überwunden hat, spürt man gleich viel weniger Druck oder Angst vor der weißen Leinwand. Das Gefühl von Leistungsdruck kann auch dann aufkommen, wenn du anfängst, dich mit anderen zu vergleichen. Aber wir haben ja in vorherigen Punkt schon herausgefunden, dass du das auch für dich nutzen kannst. Schau dir deine Vorbilder an und finde heraus, was du genau an ihnen toll findest. Was genau hat dich inspiriert oder was bewunderst du an der Person? Und versuche es dann vielleicht in deiner eigenen Art und Weise nochmal neu umzusetzen. Anhand des Stils und der Technik kannst du trainieren und besser werden. Versuche dann deinen eigenen Stil mit einzubringen oder versuche vielleicht einmal ein paar Ideen zu kombinieren. Also, Vorbilder sind nicht dafür da, dass du dich vergleichst, sondern sie sollen dir helfen, inspiriert zu werden oder deine Technik zu verbessern. Viele denken ja, man ist kreativ oder eben nicht. Aber das stimmt eben nicht. Du kannst deine Kreativität trainieren. Und das geht am besten, wenn du regelmäßig an deinem Portfolio arbeitest, deine Technik verbesserst oder einem Projekt nachgehst. Warte nicht auf Motivation, den Aha-Moment oder dass Inspiration vom Himmel fällt. Du kannst ein altes Projekt
wieder aufnehmen und schauen, wie du dich verbessert hast. Oder eine Idee nehmen, die du in deinem Portfolio gespeichert hast und diese nochmal ausarbeiten. Die Hauptsache ist, dass du das kreative Arbeiten in dein Leben integrierst. Denn klar, wenn du etwas Neues lernen möchtest, dann ist es eben das Beste, wenn du es regelmäßig ausprobierst und trainierst. Das waren jetzt kleine Sofortmaßnahmen, die du unternehmen kannst, falls du jetzt ein Projekt anfangen möchtest oder weiterarbeiten musst und du einfach keine Idee hast, wie du anfangen möchtest. Aber es gibt auch langfristige Lösungen, die du unternehmen kannst, um regelmäßig in den kreativen Flow zu kommen. Also, dass du deine Tätigkeit ausüben möchtest, weil dich eine Idee gepackt hat und nicht mehr loslässt. Vielleicht passen nicht alle Tipps auf deine Situation oder lösen dein Problem, aber vielleicht ist was dabei, was dir weiterhilft. Um seine Kreativität langfristig auszubauen, wäre es klug, sich ein kleines Management zurechtzulegen für seine Ideen, die man zwischendurch hat. Der große Mythos ist die Inspiration aus dem Nichts. Nichts ist komplett originell, alles basiert auf dem, was vorher war. Dein Job ist es nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern ein Sammler zu sein. Wenn du nicht mehr darauf warten möchtest, bis du eine gute Idee hast, wäre es doch eine Möglichkeit, alle Ideen zu sammeln, gerade dann, wenn du sie hast. Zum Beispiel deine Notiz-App auf deinem Handy oder ein klassisches Notizbuch. Jedes Mal, wenn du etwas siehst, das dich berührt, ein Satz in einem Buch, ein Farbschema in einem Film oder ein cleverer Werbespruch oder sogar interessante Lichtstimmung im Park, schreibe es auf oder fotografiere es. Vertraue also nicht darauf, dass es dir schon wieder einfällt, dann wenn du es gerade brauchst, sondern baue eine externe Erinnerung außerhalb deines Gehirns. Wenn du das nächste Mal vor einem leeren Projekt sitzt und kreativ sein musst, starrst du nicht auf die weiße Wand. Stattdessen blätterst du in deinen Notizen und nimmst Idee A und mischt sie mit der Beobachtung B und plötzlich entsteht etwas Neues. Und mit deiner eigenen Handschrift wird es zu deiner Idee und zu deinem Original. Da ich zwar zwischendurch viele Ideen habe, aber nie dann, wenn ich sie brauche, würde mir das auf jeden Fall helfen, langfristig Ordnung in meinen kreativen Aufgaben zu bringen. Der nächste Tipp ist nicht aus dem Buch Alles nur geklaut, sondern er kommt tatsächlich von mir selber und würde mir selber auch am allermeisten weiterhelfen. Und würde ich ihn öfters befolgen, hätte das Video auch nicht so lange gedauert. Denn es geht darum, sich in den Projekten nicht sich selbst zu verlieren und sein Ziel immer klar vor Augen zu behalten, sich nicht in Details zu verstricken und auch mal den Mut haben, die Abkürzung zu nehmen. Man muss nicht immer den Anspruch haben, sich selbst zu übertreffen. Es ist okay, zwischendurch auch mal langweilig zu sein. Man muss nicht noch eine tolle Idee in das Projekt quetschen, um es interessanter und größer zu machen. Manchmal ist es auch okay, gut sein zu lassen, den Absprung zu schaffen und dem Ziel entgegenzuarbeiten. Einfach und diszipliniert. Den nächsten Tipp habe ich wieder aus dem Buch und den finde ich deswegen so interessant, weil er die These unterstützt, die ich in meinem letzten YouTube-Video behandelt habe. Da ging es nämlich darum, dass Hobbys einem im Alltag helfen, den Stress zu reduzieren. Aber hier in dem Buch wird auch nochmal die These aufgestellt, dass Hobbys einem auch helfen, kreativ zu bleiben. Wir neigen dazu, uns so sehr auf eine Sache zu fokussieren, dass wir alles andere ausblenden. Aber der Autor rät uns das Gegenteil. Behalte deine Hobbys auch, wenn sie nichts mit deinem Job zu tun haben. Warum das so wichtig ist? Weil unser Gehirn Querverbindungen liebt. Wenn du dich also für YouTube-Videos interessierst, dir aber nur Technikvideo anschaust, wirst du am Ende nur Videos über Technik machen können. Wenn du dich aber auch für Gartenarbeit, Kochen und Astronomie interessierst, bringst du Metaphern und Strukturen aus diesen Welten in deine kreative Arbeit mit ein. Man kann also von einer kreativen Prokrastination reden, also das Vermeiden einer Arbeit, um in der eigentlichen Arbeit nachher besser zu sein. Zum Beispiel kann das Kochen eines komplexen Gerichtes und das Halten an einer langen Anleitung dir helfen, langfristig fokussiert an einem Projekt weiterzuarbeiten, auch wenn es gar nichts mit Kochen zu tun hat. Einfach nur, weil dein Gehirn gelernt hat, sich an dieser Struktur anzupassen. Viele von uns verbringen die meiste kreative Zeit vor dem Bildschirm. Doch es gibt ein Problem daran. Zugegeben, der Computer oder das Handy ist ein fantastisches Werkzeug zum Editieren und Verfeinern unserer Arbeit, aber ein denkbar schlechtes Tool, um Ideen zu finden und um Brainstorming zu betreiben. Auch ich tappe manchmal in die Falle und nutze ChatGPT, um meine Ideen auszuarbeiten. Nicht gerade um Ideen zu finden, wir wissen alle, was für Ideen ChatGPT hat.
Nein, tatsächlich diskutiere ich manchmal mit ihnen über Ideen und rede einfach weiter und weiter und finde so zu neuen Ideen. Das Problem daran, man verliert sich schnell in den Ideen und hat so viele Antworten auf einmal, dass man diese gar nicht verarbeiten kann. Vielleicht wäre es hier eine Möglichkeit, die kreative Arbeit von dem Handwerk zu trennen. Solange man sich also noch im Denkprozess befindet, sollte man seine Arbeit vielleicht wieder in die analoge Welt zurückholen. Das nächste Mal, wenn man also feststeckt, sollte man vielleicht den Laptop zuklappen, sich ein Blatt Papier nehmen, einen Stift und einfach drauf loskritzeln. Und erst wenn die Idee steht, dann kehrt man wieder zurück in die digitale Welt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich von Notion zurück zu einem klassischen Notizbuch gewechselt habe. Denn man neigt dazu, viel zu schnell seine Texte wieder zu löschen und zu korrigieren. Im Notizbuch kann ich hier und da Kritzeleien reinschreiben und alles das, was mir gerade in den Sinn kommt, und kann es nicht mal eben mit einer Taste wieder löschen. Der letzte Tipp, den fand ich so interessant, dass ich dem auch mal ein ganzes YouTube-Video gewidmet habe. Und zwar geht es darum, mehr Langeweile in sein Leben einzubringen. Vielleicht glaubt man, dass man mehr und mehr erleben muss, um mehr und mehr Ideen zu haben. Stattdessen sollte man sein Gehirn mehr Ruhe gönnen, um die Ideen auch mal verarbeiten zu können. Wir wissen doch alle, was für eine unzuverlässige Mitarbeiterin unsere Kreativität doch eigentlich ist. Die unbequeme Wahrheit ist, es wird niemals der Moment so sein, dass du dich hinsetzt und sagst, so, jetzt bin ich kreativ und jetzt funktioniert's auch. Stattdessen musst du die Kreativität ein wenig austricksen. Und zwar mit Langeweile. Ist vielleicht ein ziemlich unbeliebter Tipp, ist aber sehr effektiv. Die besten Ideen wirst du vielleicht haben, wenn du gerade bügelst oder deine Wäsche machst. Aber diesmal hast du dein Notizbuch oder dein Portfolio parat und kannst es dir sofort notieren, wenn es dir einfällt. Du wirst es also nicht wieder vergessen haben, dann wenn du es brauchst, sondern parat haben. Versuche, dich während der Arbeit nicht mit Podcast, Radio oder Musik abzulenken. Schau vielleicht gerade mal nicht nach, was deine Freunde gerade machen, oder schau dir kein YouTube-Video an, sondern bleib mit den Gedanken bei dir. Und lass dein Gehirn sich so richtig langweilen. Du wirst merken, nach einiger Zeit ist es so gelangweilt, dass es sich irgendwelche Szenarien ausdenkt, und das ist der Moment, wo Ideen entstehen, und zwar solche, die du sonst nicht gehabt hättest. Warum ich schon wieder neue Kleidung anhab, das Video hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, als ich ursprünglich gedacht habe. Ach, einfach nicht. Ich dachte, ich mache einfach nur ein Bild und dann ist das Video schon irgendwie fertig. Aber irgendwie war das dann nachher doch komplexer, als ich eigentlich dachte. Tja, was soll ich sagen? Ich hätte die Tipps wahrscheinlich für mich selber gut gebrauchen können. Der Tipp, der mir nachher am meisten geholfen hat, war einfach der, dass ich einfach angefangen habe, ohne Plan, und dann einfach geschaut habe, wo es hingeht. Das Bild ist jetzt auch nicht fertig, das wird vielleicht noch ein bisschen brauchen, aber dass es hier nur darum geht, Ideen zu finden und nicht, wie man Projekte beendet, habe ich mir jetzt einfach mal rausgenommen, das so stehen zu lassen. Vielleicht wäre es auch eine gute Idee, beim nächsten Mal ein Video darüber zu machen, wie man Projekte eigentlich beendet. Du musst jetzt nicht alle Tipps auf einmal anwenden, sondern es ist eigentlich so gedacht, ich wollte dir ein paar Ideen geben und du nimmst dir das für dich raus, was am besten zu dir passt. Und wenn nichts dabei ist, hoffe ich, dass ich dich wenigstens ein bisschen unterhalten konnte. Und weil das Video so lange gedauert, hoffe ich, dass das nächste vielleicht ein bisschen einfacher wird. Vielleicht mache ich irgendwas über Ostern. Vielleicht ein paar Basteleien. Vielleicht male ich auch noch was. Vielleicht sollte ich auch noch mal putzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir ein Like oder ein Abo dalässt. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal.